Du und ich lernen heute den Akkusativ richtig. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir den Akkusativ richtig. Also, wir versuchen, wie wir den Akkusativ richtig lernen können. Und zusätzlich werden wir noch Personalpronomen im Akkusativ kennenlernen. Also, wie immer, ohne viel bla bla bla, volle Konzentration an die Tafel. Nominativ und Akkusativ. Variante 2. Heute lernen wir Nominativ und Akkusativ in der richtigen Variante. Danach lernen wir noch die Personalpronomen im Akkusativ. Also, wir warten nicht und starten. Wie kann ich zwischen Nominativ und Akkusativ unterscheiden? Hierfür haben wir für Nominativ zwei wichtige Fragen. Die erste wichtige Frage ist wer. Wer fragen wir für Personen? Die zweite wichtige Frage ist was. Für einen Gegenstand fragen wir die Frage was. Was ist ein Gegenstand? Gegenstand ist ganz einfach eine Sache oder ein Ding. Ja, für Nominativ haben wir diese zwei Fragen. Für Akkusativ haben wir die Frage wen für Personen und was für einen Gegenstand, also für eine Sache. Also, Akkusativ hat auch zwei wichtige Fragen. Ganz wichtig. Was ist aber wen? Das haben wir noch nicht gelernt. Wir werden gleich mit wen weitermachen. Für Nominativ fragen wir die Fragen was oder wer. Für Akkusativ fragen wir die Fragen was oder wen. Um Akkusativ zu verstehen, müssen wir erst verstehen, was wer und wen ist. Und für dieses Thema müssen wir Personalpronomen in Akkusativ kennenlernen. Also machen wir erst mit den Personalpronomen weiter. So, PP, also Personalpronomen. Das haben wir schon gelernt. Was sind Personalpronomen? Ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Die stehen immer im Nominativ, also die Frage wer. Dann haben wir Akkusativ, die Frage wen. Also wer und wen sind eigentlich die gleichen Fragen, nur ist wen im Akkusativ. Ja, welche Personalpronomen haben wir dann im Akkusativ? Also, ich ist mich, du ist dich. Hier ist es jetzt wichtig, er ist ihn. Ja, das solltest du bitte gut lernen. Also, er ist ihn. Dann haben wir sie, es, wir, uns, ihr, euch, sie. Du solltest bitte das gut lernen. Später werden wir dann noch Personalpronomen im Dativ lernen. Aber das ist dann später in einem anderen Video. Machen wir weiter mit ein paar Beispielen. So, Nominativ oder Akkusativ? Wie ich schon vorhin gesagt habe, für Nominativ haben wir die Frage was oder wer. Ganz wichtig, wir fragen nach dem Subjekt des Satzes. Wie zum Beispiel in diesem Beispiel. Du lernst Deutsch. Die Frage ist, wer lernt Deutsch und wer ist Nominativ, ja? In dem Fall, du lernst Deutsch. Schreiben wir du. Also du, mein Subjekt, steht im Nominativ. Machen wir weiter mit was. So, auch hier habe ich ein Beispiel. Das Buch ist interessant. Die Frage ist, was ist interessant? Das Buch ist hier mein Subjekt.
Also steht auch im Nominativ. Das Buch. Ja, so einfach können wir Nominativ herausfinden mit den Fragen was oder wer. Das waren jetzt nur Beispiele für den Nominativ, also was und wer. Jetzt machen wir mit Akkusativ weiter und fragen die Fragen was oder wen. Jetzt probieren wir es mit dem Akkusativ. So, im Akkusativ hatten wir was oder wen. Also diese zwei Fragen. Und ganz wichtig, wir fragen nach dem Objekt des Satzes. Ein Beispiel. Wir sehen dich nicht. Okay. Die Frage ist hier, wen sehen wir nicht? Und in diesem Beispiel ist es dich. Also, wen sehen wir nicht? Dich sehen wir nicht. Du im Akkusativ. So, schreiben wir dich. Und das ist dann natürlich im Akkusativ. Machen wir weiter mit was. So, auch hier fragen wir nach dem Objekt, ja? Ein Beispiel. Der Hund sucht einen Ball. Was ist hier meine Frage? Was sucht der Hund? Die Antwort ist einen Ball. Hier ist mein Objekt im Akkusativ. Schreiben wir das mal. Einen Ball. Das ist im Akkusativ. Ja, für dieses Beispiel können wir auch die Frage wer fragen. Also in dem Fall schreibe ich mal, wer sucht einen Ball? Meine Frage ist hier wer. Also wer sucht einen Ball? Der Hund sucht einen Ball. Also der Hund ist hier mein Subjekt, also Nominativ. Ja, so einfach können wir dann den Akkusativ herausfinden. So einfach können wir den Akkusativ oder den Nominativ bestimmen. Ja, so einfach ist das. Wir machen jetzt mit ein paar Beispielen weiter. Viktor besucht seine Eltern. Jetzt können wir die Frage fragen, wen besucht Viktor? Seine Eltern. Also die Frage wen ist Akkusativ. Und hier ist dann mein Objekt. Oder wir können auch fragen, wer besucht seine Eltern? Also wer besucht seine Eltern? In dem Fall Viktor besucht seine Eltern, also Nominativ. Hier haben wir unser Nominativsubjekt und Akkusativobjekt. Ja, machen wir noch ein Beispiel. Wir kaufen für die Küche eine Lampe. Okay, wir kaufen für die Küche eine Lampe. Meine Frage ist hier, was kaufen wir für die Küche? Was? Hier haben wir die Antwort, eine Lampe. Also, was ist hier Akkusativ? Dann können wir aber auch fragen, wer kauft für die Küche eine Lampe? Wer ist immer Nominativ, also wir. Ja, so können wir ganz einfach mit den Fragen mein Subjekt oder mein Objekt herausfinden. Noch eine kleine Information für, also die Präposition für ist immer Akkusativ. Aber das lernen wir später auch nochmal. Ja. Da sind wir schon bei den Hausaufgaben. Also, Personalpronomen im Nominativ oder Akkusativ. Wie immer kannst du hier an dieser Stelle das Video stoppen und probiere diese Hausaufgaben zu machen. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe für Akkusativ 2 Videos gemacht. Einmal mit den falschen Informationen, also Variante 1, und
dieses Video mit richtigen Informationen. Du solltest entscheiden, was besser für dich ist und natürlich ist es besser, wenn wir die richtige lernen. Die falsche Information kann uns aber auch sehr viel helfen. Ja, ansonsten habe ich noch Hausaufgaben für dich vorbereitet. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Vergiss nicht, Praxis, Praxis, Praxis. Ganz, ganz wichtig. Ich sage danke und tschüss. Und vergiss nicht, lerne jeden Tag Deutsch. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, das war's auch schon mit dem Thema. Im nächsten Thema wird es auch wieder interessant. Hier verlinke ich für dich das Thema kein und nicht und ganz viele andere Grammatikvideos. Kannst du gerne anschauen. Bis zum nächsten Video.